Moin Freunde, es geht jetzt auf den ersten, Planetoiden weiter, wo wir wirklich mal landen mussten. So, ja. Auf jeden Fall, es hat sich nicht sehr viel getan. Wir sind relativ nah am, Ende der anderen Folge. Außer dass irgendwie unser. Gefühlt starten wir bald Fusionsenergie, wenn das so weitergeht. Das hier noch erstmal so ein bisschen was, zumindest das Design so ein bisschen verbessert, dass hier alles dann ordentlich gemacht wird, ohne dass die groß eingreifen müssen. Und jetzt erstmal auf ihn hier. Und jetzt wollen wir erstmal alles freigraben, was so geht. Die Sache ist halt auch, wir müssen erstmal ein bisschen hier erforschen. Heißt erstmal in jede Ecke graben und ein paar Türen bauen. Eine Sache, die wir ja schon mehr oder weniger gefunden haben, ist der verschmutzte Sauerstoffgeysir. Als auch 2 Stationen oder Point of Interest, nämlich hier und hier drüben. Warte, hier geht noch im Gebiet weiter. Das ist nicht so schön zu sehen, die Minusgrade. Ich kann ja auch nicht unbedingt hier hin, weil wir haben hier ein kleines anderes Problem mit Strahlung. 2400? Ja, das ist doch noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, so viel Strahlung habe ich nicht mal in meinem kleinen Fusionsreaktor inzwischen. Aber ja, also, das, was ich mir für den eigentlich soweit vorgenommen habe. Einmal, mit ihm hier werden wir in Sporm antreten, als auch werden wir schauen, dass wir Arborbäume züchten mit den Pips und damit dann Erde bekommen, damit wir dann Mehlholz. Bekommen. Und mich interessiert das hier, was hier passiert ist. Weil hier ist eindeutig schon ein Baum. Genauso wie hier, aber es ist immer noch Mehlholz da. So, Aluminiumvulkan. Gut. Hier ist schon mal ein Vulkan. Und bevor ich das hier mache, will ich ganz gerne erstmal das Wasser ableiten. Macht mal bitte schön so hier. Die Sache ist so, das Wasser wird uns vor allem jetzt am Anfang sehr viel noch retten. Und was ist hier passiert? Och, Menno. Musstet ihr da irgendwas freigraben, was ihr nicht solltet? Muss ich doch noch ein bisschen größer alles ausheben. Los, kommt. Irgendwer von euch hat's gemacht, also soll er dafür auch gerade stehen. So, hier sieht's mir schon wieder aus, als könnte gut möglich gleich noch der Salzwassergeysir kommen. Aber wenn hier nicht bald die nächsten Vulkane kommen, sehe ich ein bisschen schlecht dafür, dass wir eine größere Sauna mit allen 3 Vulkanen machen. So, ja. Komm. Alles bitte schön hier rein. So, das kann ich noch aufgraben. Dann geht hier auch das raus, diese Blase. Gut so. Wie sieht's hier aus? Ja, komm. Ein paar Minuten so sein lassen. Wir können auch mal hier jetzt rüber. So. Hier geht's weiter mit dem Biom. Okay. Das ist also das Ende davon. Aber ich würde unbedingt gerne noch die weiteren Vulkane jetzt bald finden wollen. Bis wohin geht's eigentlich? Oh. Oh. Der ist ja mal ganz schön groß.
Er hier geht eher in die Breite und nicht so stark in die Tiefe, aber er ist ja mal der zweitgrößte. Definitiv. Okay. Könnte doch ein bisschen interessanter werden. Und was mir gerade einfällt, ich brauche meinen Forscher immer noch. Besonders auf, ja, Asteroiden wie den hier. Och, die verhungern immer noch. Komm schon. Einmal hier war es ja 1500. Oder? Ja, 2000, das heißt 1500 kann immer noch hier hinein. Und eigentlich soll hier keiner sein. Eigentlich. Aber na gut. Also, inzwischen machen wir auch mehr Sohle-Eis. Eis, ja, wird weiter runter gemacht. Sohle habe ich noch da oben gehabt, weil ich ihn ja losgeschickt hatte. Und wir haben hier den ersten Meteoritenschauer und können ja mal schauen, ob das System wieder so funktioniert, wie es soll. Aber sieht so, ja, sieht so weit so gut aus. Warte mal, was? Oh, hier ist noch einer. Was heißt eingeklemmt? Ach so. Du hier. Oh. 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 Das hätte jetzt schlimm ausgehen. Das hätte jetzt schlimm werden können. Ist jetzt für mich nur die Sache. Sind das nur Oxidteile oder gibt es auch Erde? Weil ich weiß gerade nicht, ob der Erdblock schon da war oder nicht. Weil wenn es nur Oxid ist, kann ich sogar Solarenergie hier machen, weil ja Oxid ist eigentlich ja, ist so gut wie gar nicht heiß. Ja, hier 40 Grad vielleicht. Ja, 40 Grad und macht halt auch keinen Schaden an Gebäuden oder so. Das ist das einzig Gute hier. Nächster Vulkan. Und wir haben hier unsere Bienen. Die guten Bienen. Gut, haben wir noch irgend... Warte. Ah, hier. Okay. Wir machen auf die Seite dann unsere, ja, Wohnquartier und alles. Das steht jetzt schon mal fest. Das ist, ja. Das ist definitiv so, dass wir auf die eine Seite unser Wohnquartier machen. Warte mal, 5? Hier kann man es ja ausprobieren. Dadurch, weil hier 5 sind, weiß ich jetzt gerade nicht, welcher Block ich wegmachen darf und welchen nicht. Ich glaube aber, den darf ich nicht wegmachen. Wir werden gleich sehen, ob wir gekocht werden oder nicht. Nein, nicht Rover. Nein, wieso ist die Batterie jetzt schon leer? Menno. Ich wollte, dass Rover noch ein bisschen länger lebt. Ich weiß auch nicht, wann man es geändert hat, aber das, was ich gesehen hatte, zumindest solange man nicht rausgeht und Rover halt eben noch Energie hat, sollte er eigentlich sich nicht herunterfahren. Erst wenn man rausgeht und er angezeigt hatte, oh, kaum bis keine Energie, sollte was passieren. Menno. Wieso muss es immer ihn treffen? Auch wenn es der erste von meinem ist, aber trotzdem. So, gut. Den Planeten müssen wir jetzt noch aufdecken und ja. Mit großer Hoffnung, dass wir den jetzt gleich nicht irgendwie frittieren. Aufgedeckt ist jetzt alles. Wir haben auch schon den nächsten Erfolg. Nämlich hier. Uran aus einem Bienenstock extrahieren, ohne gestochen zu werden.
Das ist bei ihm hier passiert. Dann habe ich gerade bemerkt, es ist ein bisschen arschkalt. Minus 161 Grad. Das ist zwar noch nicht genügend, um Sauerstoff zu gefrieren, aber genügend, um alles andere zu gefrieren. Und das instant, wie man hier auch sieht. Wir haben auch 2 von denen hier, wo ich weiß nicht, was die für einen Nutzen haben. Das ist so ein Geysir, der keinen einzigen Nutzen hat in einem Spiel. Er hier, ja. Er ist noch so eine Sache. Für was werde ich ihn benutzen? Weil der größte Teil von meiner Benutzung wird wahrscheinlich von ihm hier hinten kommen. So, aber was ich mir auch so gedacht habe, die 4 Vulkane sind mehr oder weniger in der Nähe voneinander. Wir haben hier einen Erdgasgeysir und wollen Energie aus dem Biene von dem hier gewinnen. Heißt, wir machen hier eine große Sauna draus. Und ich meine wirklich eine, ja. Ich habe hier ja schon mal die Ecken vorgezeichnet. Ich weiß nicht, wie groß ich es nennen soll, aber es ist schon groß. Ja, ihr seht, hier oben ist eine Ecke, hier ist eine Ecke, hier und hier. Wahrscheinlich werde ich dann aber auch, ja, hier oben hin einen Kühlblock machen, damit das ganze Zeug hier auch gekühlt wird dann zum Schluss. Und ja. Er hier ist so ein, ja, Nebensache. Die kann ich relativ gut ignorieren. Und er hier ist mein Hauptgewinn, zumindest für, ja, diese, ja, Red Bulls. Ich weiß gerade nicht, wie die sonst heißen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist es soweit. Wir werden auch hier oben dann unsere Base aufbauen. Und ebenfalls hier. Wie habe ich das auf den anderen gemacht? Hier habe ich... Ja. Habe ich nicht ganz so... Jetzt weiß ich, wo er ist. Jetzt weiß ich zumindest, wo er ist. Das ist ja mal witzig. Ja, also... Das Neutronium hier oben, ja. Würde ich am liebsten so ein bisschen ignorieren wollen noch. Dann müsste ich halt hier so durchziehen, aber ja. Dann ist das hier oben wieder, aber dann ziehe ich lieber hier so durch. Wie weit ist das weiteste von hier weg? Hier, okay. Jo. Also so und ja. Komm. Einfach mal hier so durchziehen. Sobald ihr was zu... Oder besser gesagt, sobald ihr nichts zu tun habt, dürft ihr bitte schön das hier mal anfangen. Ja, diese Punkte, wie vor allem den hier, werde ich auch zerstören. So. Einmal hier durchziehen. Und ebenfalls könnt ihr dann hier mal so anfangen zu bauen. Die andere Sache ist auch, wir werden hier sehr viel Zeit wieder verbringen mit, ja, eigentlich das alles hier wieder auszubauen. Vor allem die Ränder hier. Zack. Zack. Ja. Wenn die Ränder ausgebaut ist, kann ich das ganze Innenleben hier wieder aushöhlen. So. Ihn hier anschließend dann. Den hier oben zu einen Spawn dann gleich noch umbauen, was wahrscheinlich mit das Wichtigste bald wird. Aber ich weiß nicht, aber ja, nee. Das ist jetzt die Sache. Wir brauchen eine ordentliche Basis als allererstes hier oben in der Ecke. Und dadurch, weil die Meteoritenschauer ja weder Wärme noch sonst irgendwas wirklich beitragen, kann ich einfach, ja, das direkt hier drunter bauen. Also, wir kriegen langsam Probleme mit Sauerstoff. Ich dachte, durch diese Oxylit-Raketen, durch die Asteroiden werden, ja, ein bisschen mehr Sauerstoff abfallen, aber seit dem letzten Mal ist keiner runtergefallen und
Wir müssen erstmal schauen, was so ist. Und bitte greift diesen Pip an. Der hat es nicht verdient zu leben. Den Phlox auch. So, auf jeden Fall, ja. Hierhin kommt das Spawn. Davor kommt die Verfeinerung. Dass er eben aus dem verschmutzten Wasser dann normales Wasser kommt für ihn. Als auch werden wir den ersten schon fast töten, indem wir den da festsetzen. Ja. Werden wir auch hier das ganze Teil mit Wasser füllen. Das soll auch dazu wirken, dass dann, wenn er ja irgendwie eine Art, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Wenn irgendwie so eine Knappheit besteht an Wasser, weil die Bäume oder so das dann alles weggetrunken haben oder verbraucht haben, dass ich wenigstens noch so ein bisschen was hier habe an Rückstau für ihn, dass er dann wieder anspringen kann bei den Zyklen. Und jetzt muss ich erstmal auch wieder schauen, wie ich es mit ihm hier mache. Na gut, hier hinten. Ja, hierhin vielleicht oder hier unten hin. Ich weiß es nicht, aber es sieht halt dann blöd aus. Ach. Erstmal muss ich überhaupt hier das fertig bekommen. Und dann sollt ihr bitte schön hier mir mal diese Teile aufmachen. Habt ihr schon aufgemacht? Ihr habt die schon alle aufgemacht, ach so. Wo ist dann das ganze Zeug? Wo ist mein Glas? Ich habe hier doch Glas hinschaffen lassen. Wo ist das alles hin? Ach, hier. Und wenn man vom Teufel spricht, von den Oxylit-Raketen. Von den Oxylit-Meteoren. Jetzt kommen sie mal wieder. Genau in dem Zeitpunkt, wo ich hier alles quasi fertig habe. Wieso denn auch nicht? Ja, ihr habt eh nichts weiter zu tun, außer das hier, wenn möglich, so schnell wie möglich fertig zu bekommen. So, aber ja. Hier ist auch noch ein Meteoritenschauer. Hier nicht. Gut. Und oh. Oh. Ich brauche unbedingt ein Lamm. Und das zählt anscheinend nicht als Getriebeöl. Was zählt unter Getriebeöl? Hier, Getriebeöl. Phytoöl oder Rohöl? Phytoöl zählt anscheinend nicht für ihn. Hä? Oder weil er noch keinen Flüssigkeitsausgang hat. Ich weiß immer noch nicht, was es mit dem Teil auf sich hat, genau. Oh. Entschuldigung. Du kannst das hier mal abbauen, damit du wieder rauskommst überhaupt. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Aber wenn, dann bauen wir die andere Etage hier so ein. Sieht ein bisschen besser aus. Gut, 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 gut. Das hätten wir. Dann ja. Müssen wir hier machen. Also, Abriss-Crew, einmal bitteschön hier durch. Und, habe ich genügend? Habe ich nicht. Ich muss doch nochmal Glas herschicken lassen. Also, gehen wir zu unserem wunderbaren Teil.
tippen hier Glas ein. Auf, ja, irgendwas und lassen es dann mal hier rüber schicken. Mit ihm hier kommt das sogar direkt hier an und nicht über den ganzen Asteroiden verstreut. Und es wird wieder Nacht, also habe ich hier wieder keine Arbeitskraft mehr. Ich habe jetzt noch sehr viele Zyklen gewartet, damit ich euch zeigen kann, dass das Teil jetzt endlich funktioniert. Wir haben auch, ja, eigentlich inzwischen genügend Strom. Das, was ich hoffe, wenn das hier vollgelaufen ist, ja, mache ich hier dieses Leiterkabel ab, damit der komplett selbstpowernd ist. Und ja, hoffentlich funktioniert so. Auf jeden Fall hier. Flüssigkeitstanks sind da, er pumpt, er macht, was auch nicht alles. Das funktioniert soweit, so gut. Wir haben das jetzt alles geschafft und ich habe fast ein paar Leute verloren, weil ab den minus 120 Grad gibt es anscheinend etwas, was sich Frostbrand nennt. Ja, die sind die ganze Zeit erfroren und das Zeug war halt ja kaputt, dadurch musste ich es wieder reparieren und ey, das ist so ein Scheiß gewesen. Aber na gut. Jetzt bin ich da dran, so viel wie möglich auszuheben, auch noch ein paar, ja, erstmal so teilweise wenigstens stillzulegen. Und dann, ja, werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge dann wiedersehen. Da werden wir uns darum kümmern, dass wir eine ordentliche Basis bekommen. Das hier war jetzt eher die Hauptsache vor der Basis, weil ich langsam Probleme gekriegt hatte. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier auch schon das Netz reingemacht, so gut wie es ging. Ein paar Sachen. Wieso ist hier nichts? Das beunruhigt mich. Oh, das beunruhigt mich ein kleines bisschen. Ja, auf jeden Fall ein paar Sachen wie hier. Die hier oder ja, die habe ich jetzt mal einfach so gemacht, dass wir nicht unbedingt in die jetzt noch reingehen, ohne dass wir... Ah, da habt ihr es gesehen. Erfroren. Ja, ohne dass wir jetzt schon was vorbereitet haben für die. Auf jeden Fall, die Bienen kommen auf jeden Fall unter das Erdgas. Das ist ein Glasklaro. Irgendwie haben die ihre Probleme langsam. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Aber na gut, das einzige Gute ist hier auch, das Eis schmilzt nicht so schnell. Aber es ist viel zu kalt für irgendwas. Und bitte geht er wieder weg. Vielen Dank. So, ich würde halt eben dann noch den Asteroiden soweit aushöhlen. Zumindest so weit wie es geht. Hier überall in die Ecken noch, wo zumindest diese Weltraumeinstrahlung ist. Ah, hier. Ja, wo diese Weltraumeinwirkung ist, würde ich die Trockenwände platzieren. Natürlich normal, weil ich brauche nicht wirklich ein Muster. Das muss ich wahrscheinlich nochmal umplatzieren. Also nicht wahrscheinlich, sondern definitiv. Dann, naja. Dann sieht es eigentlich so weit aus, als ob wir relativ weit genug sind, wenn ich das alles ja ausgehöhlt habe. Dann das bauen. Uns um Energie kümmern mit Erdgas und den Bienen zumindest schon mal. Und das Megaprojekt auf den Asteroiden, die Sauna. Und die Ecken passen hoffentlich soweit. Ach ja. Das andere Problem wird weiterhin die Temperatur werden hier. Weil die minus 140 Grad sind, glaube ich, nicht unbedingt so gut zu sprechen für irgendwas hier. Aber wir können noch mal ganz kurz hier mal sehen, wie es hier läuft. Ja, hier sind wir nur noch bei 250 Grad, hier bei 122. Sieht schon mal gut aus, aber es hat auch schon eine ganz schöne Dampfmenge. Also auch hier das, ja. Es hat zumindest aufgehört zu blubbern, aber ja. Es ist hier immer noch eine ganz schöne Menge, aber wir haben anscheinend noch mal was an Wasser gewonnen. Was auch immer hier jetzt noch passiert. Ach so, das hier. Ah, das ist wieder vollgelaufen. Okay. Gut. Ja, auf jeden Fall
Das funktioniert soweit. So gut sogar. Er hier ist inaktiv, aber sollte eigentlich bald, ja, bald wieder aktiv sein und wir haben immer noch genügend Wasser. Er hier ist... Er war anscheinend nochmal aktiv in der letzten Zeit, wo wir drüben waren. Und ja, wir werden mal sehen, was hier noch so alles draus kommt. Ja, die erfrieren gerade. Wenn diese Ecke hier fertig ist, habe ich den Großteil des Erfrierens relativ gelöst. Relativ aber auch nur. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dann.